Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Kann ich das lesen? Na, Kamera, komm schon. Building maintenance will need access to your unit between 9 and 9:45 a.m. this coming Thursday to replace the filters in the air ducts. We apologize for any inconvenience this may cause. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Neuer Fernseher. Der Sisi. Der, also auf Deutsch der Guck oder Schau. Das ist schon fucking, also ich will nicht wissen, wie viel das kosten würde, so eine Wohnung in New York zu haben. Bestimmt ganz schön teuer. Ach, guck mal, da war noch ein QR-Code. Ja, dann. The dark place was an endless waking dream. I saw visions carried by the ebb and flow of different dream states. They seeped in from the reality beyond. Things I had a connection to, but also things I couldn't possibly know. I used them in my writing to make it real, so that the parts that weren't would become so. And there were visions that I knew were not real. Ideas I had lost, often of Casey. I had written about him for years. I used them as well. The lies had to feel true for them to become true. Had I always written this way? Even before, seen things without realizing I was seeing them, thinking they were mine. Was this what inspiration was for me? Fucking hell, ich habe übrigens schon wieder vergessen, die Aufnahme zu starten. Oh, ich werde mich so dermaßen hart ärgern, wenn was gemutet wird wegen der Musik. Oh, ich hoffe, das passiert einfach nicht. The Fall of Casey, The Things That I Want, Alex Casey, What I Can't Forget, Return to Sender. Schicker Award übrigens. Auch richtig fies versteckt, die Manuskriptseite, by the way. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss.
killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Ich hab's nie gespielt, aber ich will's nachholen, wenn das Remake draußen ist. Oder waren es nur Remasters? Ich glaube, es waren Remakes. Max Payne. Und ich weiß nicht, aber ich habe ein bisschen Gefühl, dass das so ein bisschen eine Anspielung an Max Payne ist. Und wie gesagt, das ist ja, soweit ich weiß, ein Remake in Arbeit. Remake von 1 und 2. Ich glaube zumindest, dass es 1 und 2 waren. Dass es Remakes waren und keine Remasters. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ey, Brightness-Modus beim Monitor auf Maximum gestellt, wa? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Hi. Okay. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Dieses Kamerazittern gerade. We're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake?
Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Wenn ich angle, dann nur in Games. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Hallo. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Es fällt mir jetzt erst auf, ich habe ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf, wenn ich mir den Rechner da so anschaue, den PC-Tower. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Der ist ja scheinbar eingeschaltet, ne? Ja. Aber wie funktioniert das? Der hat weder den Netzstecker drin, noch irgendwelche anderen Kabel dran. Ist das dieses WLAN-Kabel, von dem alle reden? Strom per B-Strom oder so? Das sehe ich jetzt erst. Das ist ein bisschen weird. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Ich glaube, ihr mal eure Demos kann und hört mal euren Polizeifunk ab, ne? Wobei, ich glaube, Polizeifunk abhören ist gar nicht strafbar, oder? Irgendwas war doch da. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es in Deutschland die Sachlage ist. Au! Eistafel, ey. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Sheriff Breaker is waiting for you down the corridor in her office. Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. Ich glaube, eine Katze wird vermisst. Ich kann sie nicht richtig erkennen auf dem Bild. Vermisst. Richard Bow, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Ja, ich würde mal behaupten, die haben wir umgebracht. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gern Wettbewerbe. Ich würde behaupten, den haben wir auch auf dem Gewissen. Klopf, klopf. Mr. Wake,
Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Danke. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wake, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Ach, nicht Danny. Ich mochte Danny, glaube ich. Kenn ihn nicht. To the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Hey, can you turn the light? The light's on. The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Ist aber auch schon hart assi, dass sie einfach das Licht auslassen, wa? Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Ne, aber jetzt bist du besoffen. Ich glaub dir bis auf den Part mit dem Alien, denn ich weiß, was hier Sache ist. I told him, oh yeah, well, I don't hear. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Yes, where on your feet? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Erstmal schnappen wir uns die Thermoskanne und hören das Radio. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deerfest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car.
The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Okay, Leute. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Wer könnte Max wohl sein? Ein Mensch? Ein Hund? Ein Mammut?
Tipps können jetzt im Chat abgegeben werden. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. All right, wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Das ist ein Formular für Sie. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Danke. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Danke. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Richtig so. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Ich glaube, das ist ein... Er bleibt. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry! They'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist.
or it'll be deliverance all over again. Achoo! Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Ey, das Knarzen würde mich ja wahnsinnig machen. Kaffee. Batterien. Ach ja, neue Episode. Das heißt, soweit ich weiß, man nimmt den ganzen Stuff nicht in die nächste Episode mit. Licht lassen wir mal an. Noch mehr Kaffee. Oh, ein Whirlpool. Da kann jetzt nicht so schön die Beine ausstrecken da drin, aber ein Whirlpool. Ein wunderschöner Whirlpool. Was war das? Außer hätte ich gerade was drücken können. Ein Brunnen, der kein Brunnen ist. Dann auf zum Lovers Peak. Wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Alice looked through the viewfinder. Oops. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Understandable. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Drecksvögel. Wie sagt man so schön? Birds are trucks. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way.
Well, Pat, that's kind of you to say. Er ist weg. Ist nicht die feine Art, hier rumzuschleichen. Ey, hier nachts sitzen, stelle ich mir schon geil vor. So mit Sommer zumindest. Ne, fürs Protokoll, das war ich nicht. Das muss schon geil sein, wenn man mal so eine Tür eintreten kann. Schätze ich. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish. Especially in Night Springs. Tonight's episode. The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Keine Abmoderation am Ende, enttäuschend. Leichteste Folge bisher. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good.
But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Hollywood-Magie, ja? Ja. Ich glaube, ich kann mir keinen Ort ausdenken, wo ich am wenigsten wohnen wollen würde als Hollywood. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. "Mr. Wake, it happened just the way it was on that page." Checkpoint. Mehr oder weniger. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Help me! Help me! Man muss noch den Kaffee holen. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Hello? Back here. I'm back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ah, sieht aber auch echt scheiße aus, ne? Wenigstens... Good boy. Wenigstens ihm geht's gut. Ich meine, hier ist so ein Medizinschrank, aber scheinbar braucht er den ja nicht. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Nehmen wir erstmal die Seite. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe.
was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with flaming patches. It looked like liquid darkness. Just need hunting licenses. Ja, jetzt müssen wir noch aufpassen. Weil hier auf dem Boden immer diese Dunkelheit-Kleckse sind. Wenn wir da drauf treten, das macht auch Damage. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Obey! The park ranger's instructions. At all times. Fishing? Yes, no. For those creatures who purchase a park license, never. Closer than 100 yards. Two bears and wolves, never. Ey, komm hier wieder raus. Blöder Penner. Pets must be leashed. Zeig dich. This includes even. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Gegnertyp hasse? Ja, ist mir egal. Ich hasse diesen Gegnertypen. Dauert immer ewig, bis man die mal verwundbar gemacht hat. Oben ging es ja nicht mehr rüber, ne? Ne, ist ja einfach nur die andere Seite. Checkpoint. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Will ich haben. Die Munition ist voll. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Hätte sie vorher wohl auch nie gemacht.
Ich habe übrigens mal wieder meine PlayStation 3 angeschlossen, weil es ist wieder so Sommertemperatur. Also es wird wieder wärmer und so. Und, das heißt bei mir immer, ich kriege dann ultra Bock, wenn ich draußen die Grillen zirpen höre und so. Und das halt auch warm ist und alles und Sonne scheint und so ein Scheiß. Habe ich immer ultra Bock auf den ersten Red Dead Redemption Teil. Und habe dann die PS3 mal wieder angeschlossen, weil über PS Now ist es ja nicht mehr spielbar. Deswegen konnte ich ja damals vor ein paar Monaten und so ja Red Dead Redemption nicht mehr weiter streamen. Weil ich ja mal angefangen hatte. Und, ich hatte damals mal auf der PS3, als ich wusste so, ja, okay. Meinen alten Account nutze ich ja an sich eh nicht mehr, so für alle Fälle. Lade ich so zumindest mal die, Games runter, die ich auf der PS3 digital gekauft habe. Sowas wie Castle Crashers zum Beispiel, Fat Princess, ich weiß nicht mehr, wie das andere Spiel hieß, Flower, was war's noch? Ich habe ich gesehen. So ein paar PlayStation 1 Klassiker, die ich mir mal gekauft habe. Und, jetzt ist auch alles noch drauf installiert und funktioniert auch noch alles, witzigerweise. Nur Red Dead Redemption habe ich mir, physisch gekauft. Und dachte dann so, ja, okay. Wenn ich das, spielen will, dann will ich ja auch schon die ganzen DLCs dabei haben. Und auch Undead Nightmare. Und wollte dann auf dem alten PlayStation 3 Account mich einloggen. Das war noch eine @live E-Mail-Adresse. Damals als Hotmail, also MSN und sowas heiß gewesen ist für E-Mails und so weiter noch. Und wollte mich einloggen, aber ich weiß das Passwort nicht mehr. Ich weiß das Passwort von meinem alten Account nicht mehr. Und dachte dann so, scheiße. Ich brauche ein neues Passwort. Ich muss ein neues beantragen. Also gucke ich, wie ich mich bei MSN hier wieder einloggen kann auf mein altes auf meinen alten E-Mail-Account. Und gebe dann so meine alte E-Mail ein. Hab dann noch so 2, 3, so ein paar Passwörter probiert, die ich im Kopf habe. Und Fehlerfolg. Also klicke ich auf Passwort vergessen. Und dann steht da auf einmal so, ja, geben Sie den Code von Ihrem Authentifikator ein. Und ich denke mir so, authentifizieren, Authentifikator, F2A, wie das hier heißt, also 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Als ob ich das damals schon bei Live hatte. Also @live-E-Mail-Adresse. Also meine, ja genau, Hotmail. Und was stelle ich fest? Irgend so ein verkackter Scheiß Inder. Nichts gegen Inder. Außer diese eine Person. Hat wohl meinen E-Mail-Account gehackt. Weil wenn ich eingebe, so anders hier Passwort beantragen, Passwort rücksetzen, Link beantragen, ist das irgendeine komische indische E-Mail-Adresse, wo dann die E-Mail hingehen soll. Mit dem Passwort zurücksetzen. Das heißt, selbst weil ich ja mein Passwort vergessen habe oder nicht weiß von meiner alten E-Mail-Adresse, kann ich bei PlayStation, bei Sony nicht sagen, ich habe mein Passwort vergessen. Und jetzt denke ich mir, welche Vollidioten klauen sich eine E-Mail-Adresse und nutzen die dann selber? Wenn man sich kostenlos eine E-Mail-Adresse machen kann. Ich meine, die Person, die sich meinen E-Mail-Account sowieso geklaut hat, den alten, ist sowieso am Arsch damit. Denn das ist eine wirklich, also die Hotmail-E-Mail-Adresse, die @live-Mail-Adresse, meine uralte, eigentlich meine erste, die ich hatte, darüber läuft eh nix. Und wenn, dann hätte ich das mitgekriegt.
Beziehungsweise würde ich es nicht mitkriegen, denn damals hatte ich sogar noch ein anderes Konto, also ne, so Geldbankkonto. Das heißt, selbst wenn der irgendeine Scheiße hätte damit versuchen wollen, hätte es eh nicht geklappt. Aber Fakt ist, meine E-Mail-Adresse, ja, die bin ich sowieso los. Schon seit einem Jahrzehnt mindestens. Mein PlayStation-Account, meinen alten, den kann ich vergessen. Ich weiß auch nicht, was ich da vielleicht sonst noch so für Games gekauft hatte. Oh, fuck, ein Spiel weiß ich, glaube ich, noch. Das war nämlich mal kostenlos im PSN. Damals wegen diesem großen Datenleck, das sie mal hatten, wo ja PlayStation über Weihnachten down gewesen ist. Da gab es dann Wipeout, kostenlos. Und Little Big Planet 2 war es, glaube ich. Little Big Planet 2 werde ich nie wieder downloaden können. Aber das war kostenlos. Aber, worauf ich hinaus will, ich war damals wohl schon super smart. Denn ich habe dann einfach mal Red Dead Redemption gestartet auf der PS3. Und siehe da, auf der Festplatte von der PS3 sind die ganzen DLCs noch installiert gewesen. Das heißt, ich war damals schlau, als ich wusste, die PS3, die werde ich ja eh nicht mehr wirklich zocken, außer vielleicht mal einmal im Jahr oder so mal anschließen für so eine Woche. Alle DLCs habe ich mir damals runtergeladen und installiert auf der Festplatte. Genauso wie die ganzen PS1-Klassiker und noch so ein paar andere Spiele, die ich damals hatte, habe ich mir alles auf der Festplatte installiert, um diesem Fall wohl vorzubeugen. Ich habe mich selber ein bisschen überrascht, dass ich damals wohl schon so schlau gewesen bin. könnte man sagen. Oh, das war frech. Aber nichtsdestotrotz ist es halt doch schon schade, dass ich keinen Zugriff mehr auf meinen uralten, oder das heißt uralten, auf meinen ersten PlayStation-Account habe. Ich weiß, ich habe den damals mal geändert, weil ich mit meinem Nutzernamen nicht zufrieden war bei PlayStation und man konnte den damals noch nicht ändern. Der hieß CapRap damals, CAP-RAP. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen bin. Aber den fand ich irgendwie... Damals fand ich den wohl cool, aber dann kam irgendwann so der Moment, wo ich mir dachte, nee, klingt scheiße, will ich nicht mehr haben. Und dann habe ich mir damals einen neuen PlayStation-Account gemacht. Das ist der, den ich jetzt auch auf der PS4 habe und so weiter und so fort. Aber ja. Auf den alten Account habe ich nie wieder Zugriff. Ich kann auch damit theoretisch... könnte ich mich... Ja, ich kann mich damit nie wieder einloggen. Außer ich finde irgendwie mein Passwort raus. Und das Schlimme ist halt, mir ein Passwort von damals überlegen. Ich meine, das kennt ihr doch sicher auch. Wenn ihr so einen uralten Account habt, wo ihr euch mal wieder einloggen wollt und auf einmal kriegt ihr diese Sicherheitsfragen. Kennt ihr die noch? So, wie heißt euer bester Schulfreund? Mädchennamen der Mutter? Der erste Chef? Wie hieß das erste Haustier? Und so ein Scheiß. Wenn dann so Fragen kommen von damals, Lieblingsschauspieler oder Lieblingsband, das hat sich in dieser ganzen Zeit doch so dermaßen schon geändert. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town. Knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Lieblingssportmannschaft, Verein oder so ein Scheiß, wo ich mir denke, ja toll. Wer ist es jetzt bei Lieblingsschauspieler? Ist es Bruce Willis? Ist es Nicolas Cage? Ist es Will Smith? Ist es... Keine Ahnung, wen ich damals gerne gemocht habe.
Lieblingsband. Gibt's ja auch gefühlt noch 50, die man hört. Und wer weiß, was man da so angegeben hat. Aber ich glaube, diese Sicherheitsfragen werden doch sowieso nicht mehr genutzt, oder? Dafür ist ja jetzt... Oder was heißt jetzt? Sind ja die 2 Stufen Authentifizierung da. Ah, so ein großer Typ ist das. Die sind zäh. Wie man hier sieht. Die halten auch ein bisschen mehr aus. Aber das ist so eins der Dinge, wo ich mir auch so denke, da bin ich echt froh, dass ich mir damals noch kaum Spiele digital gekauft habe. Heute kaufe ich sie mir primär eigentlich fast nur noch digital, was eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, nicht so smart ist. Streng genommen sollte man ja schon Games, sofern möglich, in physischer Version kaufen. Also so, dass du die nicht komplett downloaden musst, so wie bei Steam oder so ein Scheiß. Der große Alte. Diese außergewöhnliche große Gebirgs-Douglasie, Pseudozula, war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen reichte sie bis zu den Sternen, nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter, fast ein Weltrekord. Aber auch nur fast. Ja. Weil du dadurch streng genommen gesehen ja die Spiele nie wirklich besitzt. Ich meine, ich habe jetzt hier Alan Wake Remastered gekauft. Aber theoretisch besitze ich nur eine Lizenz, das downloaden und spielen zu können. Die könnten theoretisch jederzeit sagen... Yo. Theoretisch könnten die jederzeit sagen, so wie mit Unreal Tournament, was sie ja neu machen wollten damals und dann ja nicht mehr gemacht haben, das ist komplett nicht mehr verfügbar im Epic Games Store. Da kommst du null ran. Ich rede jetzt nicht von Unreal Tournament 04 oder so. Sondern von dieser kostenlosen Version, die es gegeben hatte. Die haben Merkaf und ich auch mal auf dem OGM-Kanal gespielt. Boah, vor langer, langer Zeit, als das ganz neu war, im Grunde. Kannst du nicht mehr spielen. Selbst wenn du es mal installiert und runtergeladen hast. Soweit ich weiß. Keine Möglichkeit mehr. Und theoretisch könnten die das jetzt mit dem Spiel sagen. Was ist zum Beispiel ein Szenario, das, schätze ich mal, sowieso nie eintreten wird, weil dafür ist jetzt in dem Fall Steam einfach viel zu groß. Sagen wir einfach mal, Steam würde morgen nicht mehr existieren. Wir würden einfach sagen, ey, wir machen Steam dicht, das gibt's nicht mehr. Was ist da mit den ganzen Games, die man da drauf hat? Die sind weg. Was weiß ich, über die ganzen Jahrzehnte, seit es Steam gibt, wenn man da Spiele gekauft hat, sagen wir mal, man hat so ein paar 1000 Euro gesamt, jetzt so, wenn man alles zusammenrechnet, darin ausgegeben,
Ist halt alles weg. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason, packed with supplies, batteries, flares, ammo, things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Deswegen ist es am besten auch, oder am meisten tatsächlich klüger, wenn man sich die Games entweder physisch kauft und die Sachen dann mal hoffentlich nicht irgendwie auf Steam rüberleiten zum Download oder so ein Scheiß. Ich meine, es gibt ja genug Fälle, wo man dann einfach nur eine Spiel-Disc-Hülle kauft, denkt sich, geil, neues Spiel, klappt die Hülle auf und da ist einfach nur ein Download-Code drin. Das ist halt die größte Frechheit. Und dafür bezahlen sie da meistens 10 Euro mehr wegen Verpackungskosten und so ein Müll. Ich weiß noch damals, Left 4 Dead 2 gekauft, mega Bock gehabt, kommt zu Hause an, mache die Hülle auf, Download-Code. Und so, hä? Download-Code? Bitte installieren Sie Steam auf Ihrem Rechner und geben Sie den Code hier ein, bla bla bla. Und ich hatte damals noch kein Steam. Zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt. Left 4 Dead war bei mir der Grund, warum ich mir Steam zugelegt habe. Ich glaube aber irgendwann 2010 oder 2011. Und man könnte sagen, relativ late to the party. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte mich damals lange Zeit dagegen gewehrt, mir Steam runterzuladen. Ich weiß, dass ein paar Kollegen das hatten wegen Counter-Strike, aber ich hatte nie so wirklich Bock auf Counter-Strike. Aber Steam wurde mir jetzt wirklich bewusst durch Left 4 Dead. Da kommen wir nicht durch. Wenn ich gerade hier schon so am Quatschen bin, by the way, will ich am Überlegen, ja, den Podcast wieder irgendwann demnächst vielleicht fortzuführen. Like a Mad Dog. Aber ich wüsste aktuell nicht, worüber ich da so quatschen soll. Wenn ihr da vielleicht so Vorschläge habt oder sowas. Nur her damit. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen. Im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Bright Falls Mining Co. und der Stadt selbst. 1889, Washington tritt Staatenbund bei. 1929 wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Bright Falls Mining Co. schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. 1980, Ausbruch des Mount St. Helens. 1987 wird durch einen Sturm gefällt. Ist also eine Minenstadt. Ja, da gibt es ja, wenn ich gerade so an Minenstadt denke, gibt es so einen richtig nicen YouTube-Kanal. Ghost Town Living, wenn ihr den noch nicht kennt. Das ist so ein Typ, der hat sich irgendwo da in hier Kalifornien oder so, hat er sich so eine Geister-Minenstadt gekauft und will die wieder aufbauen. Und das macht er jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren ungefähr. Super nice, der YouTube-Kanal.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Ja, theoretisch müssten wir jetzt so gut wie da sein. Oh, ich weiß ja nicht, so einer Seilbahn würde ich ja nicht trauen, ne? Irgendwie. Warum kann man da nicht einfach eine fucking Brücke bauen? We gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Den kennen wir doch. Das war der auf dem Boot ganz am Anfang mit uns war. Der uns irgendwas genannt hat, was ich schon wieder vergessen habe. Of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Mach sie kalt. Gut macht er das. Was ich übrigens auch überlegt hatte, war vielleicht so ein Retro-Date zu machen. Einzuführen hier im Streaming, dass ich, was weiß ich, sonntags als Beispiel oder so. Sowas wie PS1-Games zocken würde oder sowas. Wenn das interessant genug ist. So für euch. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Pull them off, damn it.
Abmarsch! Ist ja fast wie ein Starship Troopers. Wait, where'd that one go? Better get ready. They'll be on us soon. Ich glaube. Oder auch nicht. Wenn es so lang ging, Kapitel 2 aber glaube ich auch nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das Ende genau. Ja doch, ich weiß, was die End-Cutscene war. Also ich weiß noch, wie es endet, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel noch genau kommt. Muss ja noch einiges sein, wenn noch so viele Seiten offen sind. Oder ich war sehr, 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 sehr blind. Oh, Kaffee. This is it, Wake. Our last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Stop fighting me! Au. Ich soll es auch schon treffen können, Kollege. Lol. Das wäre ja nice. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Also das Ziel müssen wir nochmal üben, Kollege. Na, das war zu früh. Die Sache ist dann halt nur... Oh, shit. Dass wir da gucken müssen, von wann bis wann wir Retro zählen. Würde ich dann diesen Retro-Tag, Retro-Abend, whatever mache. Wenn ich das so ins Programm aufnehme. Ob bis 2000, bis 2005 oder so, ne? Wichtige Fragen. Cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. Das war jetzt nicht so smart, ne? Dass er ihm eine reinhaut und die beide dann runterfallen. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him.
I had to get back to Barry and figure out my next move. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man mit diesem Retro-Ding vielleicht so bis spätestens 2005 gehen würde. Tatsächlich schon. Weil das ist nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, möchte gern 3D, PS1, PC-Games oder so. Oder Pixel-Sachen. Dann auch noch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger frühe 3D und so ein Kram. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Also als Beispiel sowas wie GTA 3, weil City würde halt dann auch als Retro zählen, ne? Wenn ich das so ab 2005 machen würde. Ich glaube, dann wäre sogar noch, San Andreas noch mit dabei. Aber so was Riesiges würde ich dann auf jeden Fall nicht spielen wollen, tatsächlich. Eher so, keine Ahnung, kürzere Sachen. Unreal habe ich ja zum Beispiel immer noch offen. Habe ich ja damals mal gesagt, das könnte sein, dass ich das jederzeit mal weiterspiele. Vielleicht werde ich das auch mal irgendwann machen. Weil ist auch noch installiert. Ja. Ey, come on, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Rusty warned me about these traps. It hurt like hell. I was Ich bin stehen geblieben und der ist dann noch diese, also ich habe nichts mehr gedrückt und der ist dann noch diesen einen Schritt in diese Falle reingelaufen. Wollte probieren, ob ich die vielleicht entschärfen kann. Aber nein. Darf's nicht. Weil ja, wenn wir immer diese Falle auslösen, dann spawnen Gegner bei uns direkt. Mit anderen Worten wollen wir nicht. Aber so mit diesem Retro-Ding, da wüsste ich sogar schon tatsächlich so ein paar Games. Jetzt, wo ich auch dann, wo ich mir auch so eine, wo ich mir die installierten Spiele auf der PS3 angeguckt habe, die PS1-Klassiker, die ich da gekauft habe. Sowas wie, gut, der ist vielleicht eher so ein bisschen unbekannter. Future Cop LAPD war ein geiles Game. Cooler World. Da war auch eine. Die Falle habe ich jetzt nicht gesehen. Sowas wie Original ersten Crash Bandicoot Teile, Spyro, Gags. Toy Story für die Toy Story 2 für die PS1 war unfassbar geil. Das sind jetzt halt nur so die PS1-Sachen, die mir gerade einfallen. Ah, du kennst auch Future Cop LAPD. I see you're a man of culture. Das war schon ein geiles Game. Damals, als EA noch gut war. Das war wirklich ein geiles Ding.
Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. Ey, die PS1 ist aber auch einfach eine geile Konsole gewesen. Es gibt halt auch einfach nichts Ikonischeres und etwas, das einem schneller Gänsehaut bereitet, als das fucking Intro, wenn man ein Spiel in die PS1 reinlegt und die PlayStation 1 startet. Dieser Sound ist einfach der wahr gewordene Wortspiel Ohr mit H, Gasmus. Fun Fact: Ich hatte damals auf meinem, ja, sagen wir mal, ersten YouTube-Kanal, wo ich dann auch Let's Plays gemacht hatte, so 2011, 12, 13, hatte ich ein Intro, was im Grunde das PS1-Intro war. Nur halt statt dem PS1-Logo stand da dann halt mein Name. Und das war immer, wenn ich dann halt so PS1-Games gezockt hatte oder ältere Games allgemein. Ansonsten hatte ich tatsächlich das PS3-Intro, wo dann aber halt statt PlayStation 3 da stand halt auch mein Kanalname. Aber den Kanal gibt's auch nicht mehr. Leider. Denn YouTube hatte mal eine Welle oder eine Zeit gehabt, da haben die massenweise inaktive Kanäle gelöscht. Also die mehrere Jahre inaktiv waren. Und leider war da mein alter YouTube-Kanal mit dabei. Was echt schade ist, weil rückblickend hätte ich gerne so ein paar Videos davon archiviert. Auch so ein paar Let's Play-Projekte, die ich zumindest relativ nice fand. Mal überlegen, was war denn noch was ist da noch auf meiner PS3 an 1 Klassiker? Ich meine, auf der PS3 kann ich eh nichts machen. Also Streaming-mäßig. Die PS3 hat ja diese komische Sicherung drin. Das heißt, ich müsste da ja irgendwie so eine Sicherung umgehen mit einem extra Kabel und ein Zwischenstück, Gerät, Teil, whatever, was diese Sicherung aufhebt, damit ich das auch hier so streamen kann. Dafür würde ich tatsächlich dann einen Emulator holen, weil ich besitze die Spiele ja. Gerade überlegen, Future Cop ist da drauf. Au. Au. Future Cop LAPD. Spyro 1, 2, 3, Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot Racing, hier dieser Kart Racer von Crash Bandicoot, Destruction Derby 1, leider nicht der zweite, der deutlich besser war, Gex 3, Harvest Moon, Back to Nature, Hula World, Toy Story 2, entweder ich habe was vergessen. Oder habe ich nicht. Ja. Glaube ich, die ich zumindest installiert habe.
will mir denn noch so für geile PS1-Games gerade einfallen, so spontan? Dino Crisis 1 und 2. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Ah, hier, Mickey's Wild Adventure oder Epic Adventure. Für die PS1. Das ist auch noch auf der PS3 installiert. War auch ein geiles Game. Oh, das Jagdgewehr haben wir jetzt gefunden. Nice Waffe. Die macht gut Damage. Logisch, ist ein Jagdgewehr. Ansonsten fällt mir gerade tatsächlich nichts ein. Aber ich bin da in dem Fall ja auch offen für Vorschläge. Auch vielleicht so Sachen, die ich nicht gespielt habe, die ich gar nicht so wirklich kenne. Wenn ich irgendwie an die Games rankomme, sollte das kein Problem sein. Ich hoffe, ich übersehe gerade keine Seiten. Ja, dieses Atmen, das heißt, hier ist irgendwo ein Versteck da. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Natürlich ist das Ganze dann mit dem Retro-Ding nicht nur auf die PS1 bezogen, ne? Durchaus auch PC. Oh, Heroes of Might and Magic 3/4. Ich glaube, der dritte ist. Ja, dieser absolute Klassiker. Wenn ich den irgendwie capturen könnte. Das habe ich ja schon öfter überlegt mal. Aber dazu capturen ist gar nicht mal so leicht. Mit OBS. Weil das Spiel da teilweise nicht so wirklich Bock drauf hat, sich von OBS abgreifen zu lassen. Oder sowas wie Dungeon Keeper. Wäre auch geil.
Oder die originalen alten Doom-Teile, also Doom 1 und 2 zum Beispiel noch. Unreal kann man ja sagen, läuft ja noch. Na komm. Auch irgendwie witzig. So manchmal, wenn man so denkt, oder gar nicht so wirklich das alles braucht, dann fallen dir 50 alte Games ein, die geil waren. Aber wenn du halt wirklich drüber nachdenkst, dann ist es nur ein Bruchteil davon. Gut, das ein oder andere Nintendo-Game natürlich noch. Aber ich glaube, auf Mario habe ich bei diesem Retro-Ding eher weniger Bock. Und auch sowas wie, einfach so Sachen, die ewig gehen können, sowas wie Terranigma oder Secret of Mana und sowas würde ich auch nicht unbedingt zocken wollen dann. Oh Gott, das war close. Bleib doch einfach mal stehen, wenn du irgendwo runterspringst. Alan. Al. Ah! Blöder Schleim. Dunkelheitspfütze. Zwei Seiten habe ich im schlimmsten Fall wohl übersehen. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Scheinbar habe ich wirklich mich wohl gefühlt zu viel umgeguckt und dabei die offensichtlichen Seiten oder so nicht gefunden. Oder zu wenig umgeguckt. Das weiß man bei Alan Wake manchmal nie. Hier war irgendwo eine Leiter, oder? Die ich übersehen habe.
Wie war das noch gleich? Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass ich hier so lange dran gesessen. Also, was heißt lange? Bin jetzt gerade mal eine Minute vielleicht hier, aber. Ey, verdammt. Wie kann man hier nochmal... Ah. Rüber. Oh. Einfach nur blind. Ah, okay, sehr gut. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Eine Sitcom, die eigentlich eine Horrorshow war. Reden die gerade von Big Bang Theory oder was? Ah, Leiter. Ach, mit Tab kann ich sogar die Schulter wechseln. Ja, guck mal, gut zu wissen. Das wusste ich wirklich nicht. Mir fehlen jetzt noch 3 Seiten. Ich hoffe, ich finde noch 3 Seiten und nicht nur 2. Aber wenn wir jetzt gleich zu dieser Stelle hinkommen, wo ich denke, dass wir da hinkommen. Das war ich nicht. Weiß ich zumindest auf jeden Fall noch von 2 Seiten. The Darkness. Where's her face? Ich hänge fest! Frech. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. F5, nicht 5. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Meine Güte, ist ja schon 11:15. Sag mal, geht jetzt auf die Kiste rauf, Alan. Danke. Keine Seiten übersehen, wenn hier irgendwo welche sind. Ich muss ja sagen, so repetitiv das Kämpfen auch in dem Spiel ist.
Aber zeitgleich macht es auch irgendwie Bock. Zumindest mir. Au. Oh Mann, die Lithium-Batterien, die hätte ich ja schon echt gerne, ne? Weißt du was? Ah, ich glaube, in Kämpfen war das nicht so. Ah, doch. Boom. Also außerhalb vom Kämpfen dachte ich so, dass das mit dem Batteriele machen. Nicht so ging. Hier noch 2 Seiten. So lang geht das Kapitel jetzt auch nicht mehr. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What are we, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Naja, für mich ist das immer noch ziemlich in the woods. Drecksvögel. Eine Seite noch. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond.
A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can learn about the ancient and yourself. Hallo? 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 Guck mal. Die Frauentoiletten gibt es noch nicht mal Toiletten. So. Übrigens, Alan Wake war ursprünglich mal als Open-World-Spiel gedacht und das wird man jetzt hier erkennen. Denn wir können auch Auto fahren. Wow. Beide Ziele verfehlt. Ja, wie frech war das denn jetzt? Jetzt ist er da halt wirklich nur nicht mehr, wo die letzte Seite war. War die hier irgendwo abseits? Deshalb ich so komisch fahre tatsächlich auch. Oder war die doch schon recht offensichtlich?
Ey, Freundchen. Was soll denn das? Nicht cool. Wo war die letzte Seite? Hier schon mal nicht. Thermoskanne. Dachte gerade schon mein Internet kurz weg. Und nochmal nachgucken, weil mein Handy sich gerade neu verbunden hat. Internet. Ah, da ist die letzte Seite. Weil die Twitch-App sich gerade neu mit dem Chat verbunden hat. Nice. There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed, but there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Und damit können wir das Kapitel auch langsam zum Ende bringen. Gut, fahren wir halt rückwärts. Na, machen wir nicht. Wir sind zurück. Da sind wir gestartet, anfangs. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Oh, mit so einer Leuchtpistole rumballern muss ziemlich geil sein, würde ich mal behaupten. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake.
You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Ja. Barry had talked about birds over the phone. Ist denn noch, was ich gesagt habe über... Ja gut, eigentlich wird da auch nur ein neuer Gegnertyp eingeführt, mehr oder weniger. Ich arbeite dran. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl.
Ah, ich liebe den Song einfach. Previously? Nein, nicht Previously. Ist ein geiler Song. Ich mag ihn. Gut. Für heute soll es das dann aber, wie gesagt, gewesen sein. Auch wenn ich vorhin schon vergessen habe mit dem Abmoderieren, aber scheiß drauf. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt am Ende ist. Wenn ich jetzt gleich ins Stream beende, ob die Endings gemutet sind oder nicht. Ich befürchte schon. Schade ist, weil das sind auch echt geile Songs. Für YouTube wäre das auf jeden Fall kein Problem. Da hätte ich halt so einen Copyright-Treffer. Einen Copyright-Treffer, aber das wäre absolut gewesen. Gut. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wie gesagt, mit Alan Wake geht es dann nächste Woche Freitag erst wieder weiter. Mit Kapitel 3. Mit Chapter 3, Folge 3, Episode 3, whatever. Und mal gucken, ob ich am Wochenende was mache. Der Streamplan sieht tatsächlich vor, dass ich mich nächste Woche mal wieder an Signales ransetze. Montag und Mittwoch. Und Freitag dann halt Alan Wake. So der Plan, aber natürlich steht weiterhin offen, dass ich jederzeit einen spontanen Stream anwerfen könnte mit Starship Troopers. So, ich mache jetzt kurz und schnell, denn, ja, es ist spät und ich muss Wasser lassen. Also, danke fürs Dabeisein. Schönen Abend noch. Genießt das Wochenende, wenn man sich in den Zeitraum nicht mehr sehen sollte, weil ich da nicht streamen könnte oder so. Sehen wir dann. Ich bin raus. Haut rein. Wie gesagt, genießt das Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und allerspätestens dann bis Montag. So 17 Uhr übrigens dann wieder. Bleiben wir da aber natürlich auch nochmal sonntags dann im Discord gepostet. Ich bin raus. Haut rein. Ciao und bis dann.